Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute wieder mit einem Thema zu Polen. Ja, die Polen, werdet ihr sagen. Ja, die Polen sind es. Sie inszenieren sich seit über 80 Jahren zum unschuldigen Opfer. Und ich habe ja schon mehrere Videos zu den Polen gemacht, in dem ich die Geschichte richtiggestellt habe, warum es eigentlich zur Feindschaft zwischen Polen und Deutschland gekommen ist. Ein weiteres Thema war natürlich ja auch, dass die Polen bereits 1933 versuchten, Frankreich zu überreden, gegen Deutschland einen Krieg zu führen. Auch darüber habe ich ein Video gemacht. Heute gehe ich ein paar Jahre zurück, und zwar die unersättlichen und unverschämten Forderungen der Polen in Versailles. Der Vertrag von Versailles, auch Schanddiktat genannt, hat das Deutsche Reich ja vollkommen zerstört, und die Deutschen mussten sehr viele Reparationen zahlen. Die polnische Delegation überreichte am 25. Februar 1919 der unter dem Vorsitz Jules Cambon eingesetzten Kommission für polnische Angelegenheiten eine bereits im Oktober des Vorjahres verfasste Denkschrift, die die Argumentationsgrundlage für die am 28. Februar 1919 konkretisierten polnischen Gebietsforderungen darstellte. Also die Polen wollten natürlich etwas nach dem verlorenen Krieg der Deutschen. Die polnische Delegation erhob Ansprüche auf fast ganz Oberschlesien, Teile Mittelschlesiens, der Provinz Posen, die Provinz Westpreußen abzüglich einiger mehrheitlich von Deutschen bewohnten Randgebiete, dem östlichen Teil Pommerns, Danzig, Masuren, und forderte gleichzeitig die völkerrechtliche Loslösung des restlichen Ostpreußens vom Deutschen Reich. Diese unglaublichen polnischen Forderungen hätte für das Deutsche Reich den Verlust eines 84.198 Quadratkilometer umfassenden Gebietes bedeutet. Durch den Einspruch des britischen Premierministers David Lloyd George wurden die Bestimmungen im Versailler Diktat dann etwas abgemildert. Statt einer Abtrennung Ostpreußens wurde eine Volksabstimmung im Gebiet um Allenstein und um das westpreußische Marienwerder festgelegt. Danzig mit seiner ca. 315.000 Deutschen und ca. nur 10.000 polnischen Einwohner zählenden Bevölkerung wurde zur freien Stadt erklärt. In Oberschlesien wurde eine Volksabstimmung über die endgültige Zugehörigkeit des Gebietes anberaumt. Das ohne Plebiszit direkt an Polen abzutretende Gebiet umfasste nach der endgültigen Fassung des Versailler Vertrages noch 42.927 Kilometer, also etwa die Hälfte der ursprünglichen Forderungen der gierigen Polen. Die Gebietsabtretungen und Plebiszite, also Volksabstimmungen, wurden in den Artikeln 87 und 98 des Vertrages festgelegt. Mit 26.041 Kilometer von 28.991 Kilometer fielen 89% der Fläche der vormaligen Provinz Posen an Polen. In Westpreußen betrug der Gebietsverlust 17.778 von 25.554 Quadratkilometern. Die später von den Deutschen als Korridor, auch polnischer Korridor oder Wechselkorridor bezeichnete polnische Wojewodschaft Pomorze stellte den von Polen von nun an einen freien Zugang zur Ostsee sicher und trennte den Deutschland verbliebenen Teil Ostpreußens vom übrigen Reichsgebiet ab. Die alliierte Botschafterkonferenz verfügte in ihrer Pariser Konvention die Einsetzung eines Hohen Kommissars des Völkerbundes als Kontrollorgan in Danzig. Außerdem die Einbeziehung Danzigs in das polnische Zollgebiet, die Schaffung eines polnischen Freihafens, die außenpolitische Vertretung Danzigs durch Polen
300.000 Deutsche haben dort gewohnt und 10.000 Polen. Eine Garantie der Rechte der polnischen Minderheit, die polnische Mitverwaltung des Hafens, die polnische Mitverwaltung der Wasserwege. Das himmelsschreiende Unrecht von Versailles schuf auch hier ein weiteres Pulverfass. Der Historiker Thomas Kees, ich zitiere, die zwischen 1919 und 1921 erfolgte Grenzziehung mit ihren Auswirkungen auf das Nationalitätenverhältnis blieb in den 20er Jahren das alles beherrschende Kernproblem der deutsch-polnischen Beziehungen. Die von Reichsaußenminister Hermann Müller bereits am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung angekündigte Politik, das Reich werde mit allen loyalen Mitteln die Revision dieses Vertrages erstreben, wurde, besonders in Bezug auf die Ostgrenzen, zur außerpolitischen Richtschnur sämtlicher Kabinette der Weimarer Republik, auch der SPD, fand Widerhall in allen Bevölkerungsschichten und war Gemeingut aller Parteien. Also, die Polen waren unersättlich, die Polen waren gierig. Und wenn ihr alle meine Videos zu Polen aneinander reiht, dann seht ihr vielleicht, dass dieses unschuldige Polen, dieses unschuldige Opfer, gar nicht unschuldig war. Denkt mal drüber nach, was man euch in der Schule lernt und was ihr in meinen Videos dann seht. Also schaut euch mal alle Videos über Polen an. Natürlich gibt es auch Quellen dazu, das ist ja logisch. In meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4. Hier steht 4.1, das möchte ich auch noch mal kurz aufklären, wenn ich schon dabei bin. Das hatte folgende Bewandtnis. Meine Idee war, alle Bücher, die über den Weltkrieg handeln, als Band 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und so weiter zu betiteln, um den Weltkrieg einfach in einem großen Band 4 abzuschließen mit verschiedenen Teilbänden. Das hat nicht funktioniert, die Leser haben es nicht geblickt, das war vielleicht auch eine blöde Idee von mir. Deshalb haben wir dann statt Band 4.1 dann Band 5, 6, 7 und so weiter werden wir veröffentlichen. Also 4.1 ist ein Unikum, es gibt kein 4.2, 4.2 ist dann 5. Ja, genau, also in Band 4 lest ihr alles über die Vorgeschichte zum Polenfeldzug. Auch hier sind es wieder 2000 verifizierte Quellen. Könnt ihr alles nachlesen. Und der Band hat 830 Seiten, ist also ein Backstein. Ihr könnt das alles nachlesen, weil ich werde nicht die einzelnen Quellen nennen, die ich hier im Video sage. Das wäre absoluter Blödsinn, also das mache ich nicht. Deshalb soll man ja auch das nachlesen in meinen Büchern. Ich habe mir viele andere YouTube-Videos angesehen. Kein einziger macht es, dass er sagt, okay, die Polen wollten 1919 das, Punkt. Also hier die Quelle, Dokument so und so. Dann wurden die Polen 1933 durch das Telegramm so, hier die Quelle, das macht keiner. Also ja, vergesst es einfach. Es ist meine Art, es euch zu sagen und in meinen Büchern könnt ihr das nachlesen. Genauso wie in meinem neuen Buch, Deutschland muss vernichtet werden, Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes. Hier geht es um uns. Ihr seht es im Hintergrund noch einmal. Hier geht es um uns Deutsche, um unsere Opfer, um unser Andenken an unsere Millionen Tote. Millionen. Ich habe diese Millionen weltweit einzigartig in einer verschwiegenen Massenmordbilanz zusammengefasst. Und jede einzelne Zeile, jede einzelne Reihe ist im Buch ein Kapitel und dort wird auch erklärt, wie ich die Totenzahl berechnet habe oder wie andere die Totenzahlen berechnet haben. Ihr werdet nicht immer mit mir übereinstimmen über die Opferzahlen, aber ihr kennt meine Arbeit. Ich gehe nicht nach Wunschdenken und nach ich glaube und ich denke und ich hoffe, sondern ich gehe nach dem, was man beweisen kann. Und wenn man es nicht beweisen kann, dann sage ich es auch klipp und klar und ehrlich. Und noch etwas zur Objektivität, weil ja
hier schon Kommentare gekommen sind, ich bin nicht objektiv, weil ich ja eigentlich das Dritte Reich verherrliche durch meine Videos, was überhaupt nicht stimmt. Ich stelle richtig. Ich verherrliche nicht, ich stelle richtig. Die andere Seite könnt ihr jeden Tag in Spiegel, Focus, ZDF, ARD, GZ Medien sehen. Die andere Seite rauf und runter, Tag und Nacht. Und ich stelle das einfach richtig, was dort falsch gemacht wird. Wieso soll ich also das alles wiederholen, was ihr sowieso schon alles hört jeden Tag? Deshalb gibt es meinen Kanal, um das richtig zu stellen. Bitte abonniert mich auf Telegram, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin. Irgendwann wird man mich hier rausschmeißen bei YouTube, weil die Zensur wird ja immer stärker. Es gibt ja bald neue Gesetze. Und dann bin ich auf Telegram. Abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Krant.